Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo aus der V-Serie, und zwar ein V340. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die Nummer der Serie finden wir bei den ThinkPad-Modellen auf dem Rahmen. Und zwar genau hier. Und die genaue Typenbezeichnung auf der Rückseite, die finden wir dann hier. Und mit diesen Bezeichnungen findet ihr auch super einfach die Ersatzteile bei uns im Shop. Generell kann man noch zu dem Gerät sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Dafür muss man nicht die ganze Einheit abschrauben, man muss nur den Frontrahmen hier lösen und kommt dann an das Display ran. Und bei der Tastatur ist es so, dass die auch von oben rausgeht. Da muss man die beiden Clickpads abziehen. Da sind Schrauben drunter. Allerdings muss man jetzt trotzdem bei diesem Gerät die Bodenplatte abnehmen, weil da nämlich noch eine Schraube für die Tastatur drunter sitzt. Das zeige ich euch aber später nochmal, wenn wir die Bodenplatte gelöst haben. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und in diesem Fall bleiben die auch im Gehäuse. Die werden also wirklich nur gelockert. Da einfach nur drauf schauen, dass die auch wirklich ganz lose sind. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich werde es jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig machen, da es manchmal auch ein bisschen Geduld braucht und ich da eher langsam und behutsam vorgehe. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker hat in dem Fall eine super praktische Schlaufe, da kann man den einfach dran greifen und dann mit ein bisschen Rütteln nach außen ziehen.
So, was können wir noch sehen? Wir sehen, hier ist Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Dann sehen wir hier die SSD unter einer Metallabdeckung. Da sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und sollte da ein Grafikchip drauf sein, wäre der hier. Dann sehen wir hier die beiden RAM-Slots. Da ist das WLAN-Modul. Und hier sehen wir eben die Schraube, die ich vorhin erwähnt habe, die man lösen muss, um an die Tastatur heranzukommen. Und wenn man die rausgenommen hat, kann man die beiden Clickpads hier nach oben hin abhebeln. Da sind 2 Schrauben drunter, die man auch rausnehmen muss. Und dann kann man die gesamte Tastatur nach hinten und oben schieben und dann einfach aus dem Gehäuse rausnehmen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Dann kann man die Abdeckung abnehmen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten. Dann kommt noch die Abdeckung oben drauf. Und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese 4 Schrauben hier am Heatsink selber lösen und dann noch das Kabel vom Lüfter trennen. Und da die Kabel da so dünn sind, würde ich da nicht dran ziehen, sondern eher versuchen, den Stecker direkt zu greifen und rauszuziehen. Dann kann man den Lüfter als Einheit mit dem Heatsink zusammen aus dem Gehäuse nehmen und umgekehrt wieder einbauen. Die Wärmeleitpaste ist in dem Fall beim neuen Lüfter mit dabei. Um die 2,5 Zoll HDD zu tauschen, ist hier so eine praktische Schlaufe mit dabei, an der kann man das Gehäuse nach oben ziehen. Und dann muss man eigentlich nur noch den Stecker hier hinten einfach abziehen bzw. wieder draufstecken. Und dann kann man das Festplattengehäuse mit dieser kleinen Ausbuchtung hier zuerst wieder in den Slot reindrücken. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt.
So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.